Heute sind wir auf der Oberen Sachsenburg in Thüringen. Dies ist die jüngere der beiden Sachsenburgen. Erbaut wurde sie vermutlich im Laufe des 13. Jahrhunderts. Allerdings hatte sie einen Vorgängerbau fränkischer Natur, der bereits im 7. Jahrhundert hier stand. Alles andere erfahrt ihr im nachfolgenden Video. Nach dem Tod von Landgraf Heinrich Raspe IV. Ließ Graf Siegfried von Anhalt im Thüringisch-Hessischen Erbfolgekrieg auch Teile der Pfalzgrafschaft Sachsen besetzen. Vermutlich wurde die Burg in seinem Auftrag als Verstärkung für die nahegelegene, etwas ältere Untere Sachsenburg errichtet. Gemeinsam sicherten sie wohl den Zugang zum zentralen Thüringer Becken. Wer vor Ort geht, sieht heute noch die Ruinen des Herrschaftsgebäudes. Es haben sich auch diverse Details wie Reste von Kaminen sowie ein kleiner Balkon erhalten. Dazu gesellt sich der etwa 20 Meter hohe Bergfried. Trotz seines Standorts auf der Angriffsseite der Burg hat er mit 1,4 Metern übrigens ziemlich dünne Mauern. Im Weißenfelser Vertrag aus dem Jahre 1249 wurde eine Schleifung der Burg festgelegt. Doch diese wurde wohl nicht durchgeführt. Da die Burg nämlich im Jahr 1287 erfolgreich gegen Adolf I. von Nassau verteidigt wurde, muss sie zu diesem Zeitpunkt noch intakt gewesen sein. (1316) heiratet Dietrich von Hohnstein Sophia von Anhalt. Dadurch gerät die Obere Sachsenburg in den Besitz der Grafenfamilie von Hohnstein. Wiederum durch Heirat ging die Wehranlage 1335 für gut 7 Jahrzehnte an die Grafen von Beichlingen. Ab 1407 herrschten die wettinischen Landgrafen von Thüringen und Herzöge von Sachsen über sie. Georg von Sachsen verlieh die Burg im Jahr 1539 an die Adelsfamilie von Bendeleben. Diese bewohnte die Anlage für mehr als 100 Jahre. Doch nach der Ermordung von Dieter Wolf von Bendeleben im Jahr 1628 beginnt der Glanz des altehrwürdigen Gemäuers langsam zu verblassen. Und so verließ die Familie im Verlaufe des Dreißigjährigen Krieges um 1640 die damals bereits baufällige Burg. Doch ihre Ruinen blieben noch bis 1825 in ihrem Besitz. Im Zuge der Burgenromantik baute man die Ruinen des Herrschaftsgebäudes im Jahr 1890 zu einem Ausflugslokal aus. Doch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges wurde die Burg 1945 mit Panzerkanonen beschossen und die Gaststätte brannte aus. Wahrlich eine bewegte Geschichte. Seit 2002 befindet sich die Burgruine im Besitz der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.
Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.